So erstellen Sie einen Gruppenchat in Microsoft Teams. Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute zeige ich, wie du in Microsoft Teams schnell selbst einen Gruppenchat starten kannst. Einen Gruppenchat in Microsoft Teams erstellen ist leicht. Ich zeige es jetzt kurz. Dazu melden Sie sich zunächst bei Ihrem Teams-Konto an. Ich bin bereits bei Microsoft 365 angemeldet. Anschließend navigiere ich zu Microsoft Teams. Sobald ich in Microsoft Teams bin, öffne ich hier die App. Danach gehe ich in meine Chats. Beim Erstellen eines Gruppenchats können Sie einfach beliebige Personen hinzufügen, die Sie wollen. Dazu erstellen Sie einfach einen neuen Chat. Danach geben Sie ein, wen Sie zum Chat hinzufügen möchten. So können Sie alle Personen aus Ihrem Team eingeben, die Sie hinzufügen möchten. Natürlich wählen wir hier ein paar Personen aus. Also wähle ich einfach ein paar zufällige Personen aus. Dann benennen Sie die Gruppe. Ich nenne sie 1, 2, 3. Dann Nachricht tippen. Danach wird Ihr Gruppenchat erstellt. Jetzt sehen Sie, das ist mein Gruppenchat. Das ist das Profilbild des Gruppenchats. Im Grunde eine Collage der Profilbilder aller Personen im Gruppenchat. Sie können dieses Profilbild ändern und ein beliebiges Bild auswählen. Dann gibt es die Registerkarte freigegeben. Dort finden Sie Dateien und auch Links. Dann klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen und hier können Sie verschiedene Registerkarten erstellen. Jetzt finden Sie hier aktuelle Chatdateien und Links und sehen alles erneut. Vielleicht sagen Sie, wir tauschen doch ständig Dateien aus. Was ist der Unterschied zur Registerkarte freigegeben hier? An Microsoft 365 und Teams gefällt mir. In diesem Gruppenchat teile ich einfach Dateien, die nur hier sichtbar bleiben. Wenn es also Notizen oder Dokumente gibt, die Sie exklusiv nur mit diesen bestimmten Personen teilen möchten, können Sie sie hier teilen. Oben rechts können Sie Teilnehmer hinzufügen oder entfernen und eine Besprechung starten. Für Meetings mit wenigen Kollegen erst Video- oder Audioanruf starten, dann alle dazu holen. Klicken Sie oben rechts, dort mehr Optionen. Tippen Sie auf im Chat suchen, geben ein Wort ein und finden es im Verlauf. Plan, Bildschirm teilen, ungelesen, anheften, stumm, raus, löschen. Wenn du gehst, hast du weiter Zugriff auf Verlauf. Wenn Sie möchten, klicken Sie auf Löschen. Das löscht den gesamten Gruppenchat. Einfach so. Und so können Sie mit der Nutzung von Chats in Microsoft Teams beginnen. Das ist nur eine Funktion von Microsoft Teams. Microsoft Teams hat mehrere Funktionen, die ich persönlich super nützlich finde. Zuerst können Sie Teams erstellen. Klicken Sie hier auf Beitreten erstellen, dann auf Team erstellen. Beim Klick auf Team erstellen viele Personen hinzufügen. Sie können eine Vorlage auswählen, Ihr Team aus einem anderen Team kopieren oder Personen aus bestimmten Gruppen hinzufügen. Also erstellen wir ein einfaches Team. Und von hier aus legen wir nun einige Optionen fest. Es hat nur einen Standardkanal und Sie können das alles später anpassen. Danach wählen Sie aus, um welchen Teamtype es sich handeln soll. Also wählen wir das jetzt aus. Ich denke, das wird ein öffentliches Team sein. Ich kann auch zurückgehen und es zu einem privaten Team machen. Das hängt von Ihrer Präferenz ab. Ich nenne dieses hier 9898. Dann auf Kanäle anpassen klicken, um sie umzubenennen. Danach hier Erstellen wählen und Ihr Team aufbauen. Teams zu erstellen kann eine großartige Möglichkeit sein, Ihre Arbeitsabläufe deutlich reibungsloser zu gestalten, ohne den Aufwand, ständig definieren zu müssen, wer wo agiert und wer welchen Teil der Arbeit erledigt. In Teams geht das alles leicht. Mit Microsoft Education erstellst und schickst du Aufgaben an die Klasse. Auch das Anrufprotokoll sah ich. OneDrive ist verbunden. Kalender fürs Planen. Jetzt besprechen oder später per Meeting beitreten, wann Sie wollen. Und das ist noch nicht alles. Sie können auch auf Copilot zugreifen,
das KI-Tool von Microsoft. Copilot macht die Navigation und Entscheidungen in Microsoft Teams deutlich leichter. Außerdem nutze ich privat auch sehr gern Microsoft Planner. Das hier muss mein persönlicher Favorit sein, denn ein Planungstool ist für alle wirklich unerlässlich. Und das richtige Tool kann den entscheidenden Unterschied machen. Wenn Sie hier also in Microsoft Planner gehen, können Sie sich alle Ihre Besprechungen ansehen und anschließend direkt alles zusammenfassen, was erledigt und geplant werden muss. Meeting-Notizen notieren und nach dem Meeting den Planner sofort öffnen, ohne zu warten. Im Planner sehen Sie Tag, Aufgabenpläne. Fügen Sie Aufgaben unter Meine Aufgaben jetzt hinzu. Sie können ihn im Rasterformat oder im Boardformat anzeigen. Danach können Sie anfangen, die Aufgaben zu sortieren, die Sie im Laufe des Tages erledigen werden. So können Sie im Grunde Ihren ganzen Tag mit dieser App planen. Tragen Sie Aufgaben ins Raster ein und planen Sie sie heute. Nachdem Sie das getan haben, können Sie einfach Ihre Aufgaben abarbeiten und, falls etwas übrig bleibt, es auf den nächsten Tag verschieben. Sie können im Bereich Fortschritt den Status markieren und alle Subaufgaben dabei direkt kurz überblicken. Fügen Sie dieser Tabelle Spalten für weitere Kennungen und Daten hinzu. Wenn Belege damit verknüpft sind, verknüpfen Sie sie jetzt auch hier. Unten 3 Punkte klicken, dann weitere Microsoft-Apps für Teams sofort hier sehen. Copilot für Vertrieb, Litmos, Klassen- und Teamnotizbücher für Schüler und Lehrkräfte, Uninote, Shifts, Power BI, Word, PowerPoint, Dynamics, Forms und vieles mehr sind ebenfalls verfügbar. Außerdem können Sie, wenn Sie Ihren Horizont über Microsoft hinaus erweitern, zum Bereich Apps gehen. Wenn Sie Apps öffnen, sehen Sie dort viele verschiedene Tools, die Sie während Microsoft Teams zusätzlich nutzen können. Dazu gehören Adobe, Kahoot, Trello und viele andere Apps. So können Sie mit Microsoft 365 Staaten und Gruppenchats in Microsoft Teams erstellen. Behalten Sie im Hinterkopf, dass Microsoft-Tools in den meisten Fällen nicht sind, was Sie alleine nutzen werden. Teams ist für Zusammenarbeit gedacht. Microsoft hat diverse Pläne. Solo, Teams, Business, Enterprise. Optionen und Preise stehen im Microsoft 365 Preisbereich dort. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal gleich und sehen Sie weitere Videos. Wenn du meinst, ein anderes Video kann jemandem helfen, teile unsere Videos auch gern mit Freunden und Familie. Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas fehlt, ich versuche, präzisere Inhalte im Kanal einzubauen, genau nach Ihren Bedürfnissen, so gut möglich. Sag mir bitte Bescheid, wenn dir hier etwas fehlt. Das war's heute, Like da lassen, YouTube-Kanal abonnieren. Dann bis zum nächsten Video.